Die bunten Blätter fallen langsam von den Bäumen und immer seltener lassen sich nochmal die sommerlichen Temperaturen blicken. Passend dazu geht das Winter-Event in Forge of Empires nun auf dem Beta-Server in die Testphase. Chefe, wir haben bald Weihnachten, draußen sind -4 Grad und das Winter-Event ist schon lange auf den Live-Servern. Wir sind einfach zu spät mit dem Video. Ja, und hättest du es nicht gesagt, wäre es den meisten vermutlich auch gar nicht aufgefallen. Durch das diesjährige Winter-Event führt uns Isabella, die uns die wundervoll verschneite Stadt Mistletown zeigt. Zu Deutsch Mistelstadt oder Miststadt, ganz wie man möchte. Gegen den Einsatz von 10 der altbekannten Zuckersterne könnt ihr nun, Zitat, erstaunliche Geschenke mit einigen ziemlich interessanten Belohnungen auspacken. Was InnoGames damit meint, sind natürlich marginale Mengen Forge-Punkte, Münzen, Vorräte oder Medaillen, einzelne Einheiten, Tränke, die kaum jemand benutzt, Blaupausen für Gebäude, die man wahrscheinlich nicht mal bauen will, oder Fragmente von Gebäuden. Also kurz gesagt, Zeug, von dem die meisten Spieler nicht mal mehr merken, dass sie jetzt mehr haben. Aber natürlich gibt es auch wieder die Tagespreise. Ein Geschenk enthält immer den aktuellen Tagespreis, welcher des Öfteren eines der begehrtesten Objekte im Spiel sein könnte und logischerweise täglich wechselt. Findet ihr den Tagespreis, erhaltet ihr dazu auch immer ein Rentier, welches ihr natürlich direkt zurück in die Obhut des Weihnachtsmannes gebt. Habt ihr für ihn 9 Rentiere zusammengesammelt, kann er endlich seine Tour zu den Menschen starten und gibt euch als Dankeschön auch noch 9 seiner bereits verpackten Geschenke. Aber natürlich nur, wenn ihr ihm dafür auch noch knapp 3000 Diamanten gebt, sonst könnte er die Geschenke auch einfach den Kindern schenken, für die sie bestimmt waren. Außerdem könnt ihr in den Geschenken auch noch die guten alten Sondersymbole finden. Ein Auge, welches euch den Inhalt von 2 anderen Geschenken aufdeckt, eine ×2, welche das nächste zu öffnende Geschenk verdoppelt und 2 gekreuzte Pfeile, welche alle Geschenke wieder einpacken und neu mischen. Ganz neu ist ein Schlüssel, der immer in einem der Geschenke ist. Findet ihr den, könnt ihr das aktuelle Türchen des Adventskalenders öffnen. Dem einzigen Adventskalender mit 32 Türchen, die dazu noch verriegelt sind. Habt ihr das aktuelle Türchen schon geöffnet, erhaltet ihr statt dem Schlüssel 2 Dietriche. 2 Dietriche könnt ihr übrigens auch in den Tagesquests bekommen. Diese helfen euch Türchen zu öffnen, für welches ihr an dem entsprechenden Tag leider keinen Schlüssel gefunden habt. Und weil wir alle Laien auf dem Gebiet des Schlösserknackens sind, brauchen wir für jedes Türchen auch gleich 10 Dietriche. Ich hab's dir gesagt, Gamer sind alle kriminell. Wenn wir alle kriminell wären, bräuchten wir doch sicherlich auch nur einen Dietrich pro Türchen, oder? Schafft ihr es, alle Türchen zu öffnen, erhaltet ihr am Ende die große Kalenderbelohnung mit 2 Auswahlkits, einem Avatar, 200... Ach komm, ist eigentlich auch egal, da das so gut wie niemand kriegen wird, der keine Diamanten ausgibt. Und wenn ich mir mal so die Türchen des Beta-Servers anschaue, dann komme ich zu dem Schluss, dass der Kalender nicht so wirklich lohnenswert ist. Bei jedem Geschenk, das ihr öffnet, erhaltet ihr außerdem auch noch ein Streichholz. Mit diesen könnt ihr dann die Häuser und schlussendlich auch den großen Weihnachtsbaum von Mistletown zum Erleuchten bringen. Ja, kriminell. Ich sag's doch. Gamer zünden unsere Häuser und Bäume an. Also so langsam nervst du. Wir zünden natürlich die Kerzen in den Häusern und auf dem Baum an. Und wie kommt ihr in die Häuser rein? Doch sicherlich mit den Dietrichen, oder? Steht der Baum erstmal in Flammen, erhaltet ihr einen großen Preis und die Mistletoner Berufsfeuerwehr eilt zu Hilfe, um alles wieder zu löschen. Um überhaupt die Sterne für dieses Abenteuer zu erhalten, steht euch wieder eine 70 Quests umfassende Questreihe zur Verfügung, von der 38 Quests direkt freigeschaltet sind und die restlichen täglich dazukommen. Dort gibt's auch das neue Grundgebäude Stufe 1 und 3 Upgrade-Kits zu gewinnen. Das neue Gebäude ist die Winterbäckerei mit 6 Stufen. Für die letzte Stufe könnt ihr euch auch wieder entscheiden, zu welcher Bäckerei ihr das Haus upgraden wollt. Die Lebkuchen, Marzipan, Macaron oder Lussebuller Bäckerei. Aber halt, wir wissen ja alle, dass eine zu eintönige Ernährung nicht gesund ist. Deswegen gibt's die vollen Effekte noch nicht, wenn ihr nur eine Bäckerei baut und auch nicht, wenn ihr 2 Bäckereien baut. Nein, ihr braucht ganze 3 Bäckereien. Denn erst mit 2 angrenzenden Gebäuden ist das Set vervollständigt und jedes der gebauten Gebäude bringt seinen vollen Effekt. Dabei ist es wichtig, dass nur voll ausgebaute Bäckereien zählen und diese alle direkt angrenzend gebaut werden müssen. Zugegeben, das Wallpaper zur Bäckerei lässt zwar auch vermuten, dass der Effekt wie bei Kettengebäuden auch nebeneinander funktioniert, das Design der Bäckereien trägt auch noch dazu bei und selbst auf der ersten Version des Wallpapers wurde es noch als Kettengebäude dargestellt, doch das ist nicht der Fall. Wie bei jedem anderen Set auch, müssen die Gebäude sich direkt berühren.
Und natürlich zählen auch wieder nur unterschiedliche Gebäude. Die Lebkuchenbäckerei bringt neben den Standardeffekten dann Angriff für die verteidigende und angreifende Armee, Marzipan einen Münzboost und mehr Forge-Punkte, Macaron Verteidigung für die angreifende und verteidigende Armee und die Lussebuller-Variante einen Vorratsboost und mehr Güter. Übrigens lautet auch hier die Devise, ohne Diamanten wären vermutlich nur die wenigsten 3, geschweige denn 4 Gebäude bekommen. Insgesamt gibt es nämlich nur 1540 Sterne sicher, wenn man die Questreihe durchspielt. Weitere Sterne kann man mit dem 2-Zeigen-Geschenk, Zusatzstern, Mischen, dem Schlüssel oder in Ereignissen rund um die Stadt finden. 1600 Sterne sollten also geschätzt locker drin sein, womit man 160 Streichhölzer für durchschnittlich 320 Kerzen und somit 16 Hauptpreise kriegen kann. 16 Hauptpreise entsprechen 8 Upgrade-Kits. Mit den 3 aus der Questline sind wir bei 11, womit wir 2 Bäckereien voll ausgebaut bekommen. Das zweite Stufe 1 Gebäude gibt es nämlich als 10. Hauptpreis. Für eine dritte Bäckerei, die für den vollen Effekt notwendig ist, fehlen uns dann allerdings das Grundgebäude und 4 Kits. Da hilft nicht mal die unwahrscheinliche Kalenderbelohnung, die nur 2 zusätzliche Kits bringt. Selbst dann müssten wir nämlich entweder noch Glück mit den Rentieren und einem gefüllten Diamantenbeutel haben oder 3 zusätzliche Hauptpreise kriegen, was rechnerisch ca. 300 zusätzlichen Sternen entspräche. Klingt vielleicht sogar ohne Dias machbar, aber vergesst eben nicht, dass ihr dann auch auf die 2 Kits aus dem Kalender angewiesen seid. Also entweder ihr geht auf ganz bestimmte Tagespreise und nehmt unausgebaute Hauptgebäude hin, oder ihr verzichtet auf ordentliche Tagespreise und versucht jeden Tag einen Schlüssel zu kriegen, was über 32 Tage lang schon eine Meisterleistung wäre und euch nebenbei auch noch den offiziellen Titel Bert im Glück verleiht. Versteht ihr? Hans im Glück und Bert, also Bert, das die Aushängefigur für. Ach komm. Also die Preise sind dieses Jahr dementsprechend schon mal nicht so Bombe. Und um ehrlich zu sein, möchte ich an der Stelle auch noch die Mechaniken etwas kritisieren. Nachdem letztes Jahr der Rentierschlitten eingeführt wurde, der im Prinzip einfach nur als Rechtfertigung verwendet werden kann, dass man sich nicht 2 Wochen vorher im Black Friday einen Gegenstand für 1000 Diamanten gekauft hat, sondern nun 9 Gegenstände für nur 3000 Diamanten bekommt, von denen man aber maximal 3 wirklich gebrauchen kann, wurde mit dem Adventskalender nun wieder eine neue Erweiterung eingeführt, die man wieder ohne Diamanteneinsatz im Prinzip nicht lösen kann. Ich hoffe zwar sehr, dass ich mit dieser Vermutung falsch liege und mir im Januar viele von euch schreiben, dass sie den Kalender trotzdem ohne Dias schaffen konnten, aber bis dahin bin ich der Meinung, dass aktuell vielleicht doch ein wenig zu viel Fokus auf die Notwendigkeit von Dias gelegt wird. Und warum zum Teufel muss ich die voraussichtlich mindestens 160 Streichhölzer immer noch manuell benutzen? Selbst eure etwas stiefmütterlich behandelte kleine Schwester Elvena hat es hinbekommen, dass dieser Fortschritt direkt beim Öffnen der Türen automatisch verwendet wird. Und übrigens kann man da mit dem Einsatz der Eventwährung auch selbst entscheiden, ob und wann man die Spezialeffekte auslösen will. Finde ich auch einen überlegenswerten Ansatz, der die seit mindestens 2013 identische Spielmechanik etwas aufpeppen würde. Aber bis dahin hoffe ich, euch hat dieses Video auch wieder gefallen und wir sehen uns im nächsten wieder. Wahrscheinlich dann über den Forge Bowl. Lasst ein Like und Abo da und ciao.